So, wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Erfolgreich durch die Security schon durch. Ich habe heute Morgen irgendwie echt nichts gefilmt, weil ja, ich habe erst verschlafen. Dann mussten wir um 4 losfahren und dann habe ich halt die ganze Fahrt geschlafen. Das heißt, ja. Aber Security ging erstaunlich schnell. Das war wahrscheinlich so 20 Minuten oder so und dann durch. Obwohl die Schlange sicherlich 100 Meter lang war. So, wir sind jetzt in Seattle angekommen. Jetzt fahren wir mit der Bahn, glaube ich, zum Bruder von Chuck, also dem Bruder von meiner Gastmutter, den wir hier eben besuchen. Und dann machen wir wahrscheinlich ein bisschen Sightseeing heute, aber nicht allzu viel, weil wir haben jetzt 2 Stunden Zeitverschiebung und sind um 4 aufgestanden. Und ja. Also wir sind jetzt angekommen hier in Seattle und beim Gastgeber und wir machen jetzt irgendwie eine Stunde oder 2 Pause und dann fahren wir wahrscheinlich einfach in die Innenstadt so ein bisschen, gucken uns da um, was es so gibt, dies, das. Und morgen bekommen wir dann von einem Freund von ihm so eine Tour durchs Amazon Headquarter. Ja, weil hier in Seattle haben die so Amazon-Sphären, wo so ein bisschen Regenwald drin nachgespielt ist. Auf jeden Fall soll das ganz cool aussehen. Also wir waren jetzt bei der Gum War. Das sind einfach ganz viele Kaugummis, die an die Wand geklebt wurden und das ist jetzt so eine Sehenswürdigkeit. Jetzt gehen wir zum Food Market, der ist direkt über uns eigentlich. Wir sind jetzt fertig bezahlt und gehen, ich weiß gar nicht wohin wir gehen, einfach schauen, ich glaube Hochhaus oder so. Ich habe uns jetzt dazu entschieden, so eine Underground-Tour zu machen. Ja, da guckt man, ich glaube, so ein bisschen die Geschichte von Seattle an und wie es halt Untergrund aussieht. So. Klingt ganz spannend. Ich bin gespannt. Es dauert 75 Minuten. Also es scheint irgendwie eine lange Strecke zu sein, die man da geht. Aber ja. Das ist tatsächlich was super Spannendes über Seattle. Da gibt es ein komplettes Untergrundsystem, einfach weil nach einem Feuer die Straße von der Stadt höher gebaut wurde, als die Eingänge waren. Früher musste man mit einer Leiter runter, jetzt wurde es natürlich nachgebessert. Wir sind jetzt hier oben auf dem Smith Tower und ja, wir essen jetzt hier eine Kleinigkeit, trinken was und ja, dann essen wir eine richtige Sache, also was Vernünftiges und nicht nur eine Kleinigkeit. Und dann ist der Tag auch schon zu Ende. Wir haben jetzt fertig gesnackt. Da oben. Und ich habe noch Postkarten bekommen, die ich dann irgendwie die Tage mal nach Hause schicke.
Wir sind jetzt wieder zu Hause. Mein Akku ist fast leer geworden, deswegen gab es jetzt nicht so viele Aufnahmen. Ja. Wir spielen jetzt noch Kartenspiele oder so vielleicht. Und wärmen uns auf vom kalten Tag. Aber sonst, ja. Das war so der erste Tag. So, Tag 2 ist jetzt angebrochen. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Straßenbahn, U-Bahn, was auch immer Station. Und wir gehen jetzt zur Space Needle und dann, ich weiß gar nicht, was wir alles machen. Space Needle, wir gehen in so ein Museum und einfach mal schauen, was der Tag so bringt. Aber um 12:30 oder 12:30 auf jeden Fall gehen wir zu dem Amazon-Hauptquartier und gucken uns da so das Amazon-Hauptquartier an und bekommen eine Tour. Wir sind dann mit der Monorail tatsächlich, also es ist, ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Die wirkte relativ alt, diese Monorail. Und es gab super Ausblicke. Und damit sind wir dann zum Museum gefahren. Total schönes Museum. Ja. So to give you guys an idea, we came in this morning and gathered up some glass and added some color and pulled it, stretched it, and twisted it into about 4 foot length of this stuff. So we pulled it and stretched it, and then we broke them into 9-inch sections. And we preheat them in our kiln. They're sitting in here at about 1,000 degrees. And then Mike takes a little gather of the clear glass, sticks right to it. As long as it's hot enough, it's going to stick right to it. Wir haben jetzt fertig das Museum geguckt und jetzt geht es mit der Monorail zum Amazon Campus und von da aus gucken wir dann Amazon Campus und dann, ja. Wir waren jetzt noch im Amazon Go Store. Ich habe die mit meiner Handfläche gekauft. Ich habe einfach meine Hand so eingescannt, Karte hinterlegt und dann damit bezahlt. Total geil.
Amazon-Tour war wirklich super. Highlight nach Highlight, ich sag's euch. Ich weiß nicht, was bisher mein Highlight war. Entweder das oder der Amazon Store. Nach dem Amazon-Ding gehen wir jetzt noch ins Museum für moderne Art. So Popkulturmuseum-Ding. Mal gucken, wie es wird. Ich bin nicht ganz überzeugt. Jetzt. Bisher ist das Museum es nicht wert. Ist eher so medium, halb gut. Es gab so ein Viertel Ausstellung, die okay war. So, am Abend sind wir dann noch zum Mexikaner gegangen, haben uns was zum Essen geholt und das war dann auch der Tag. War ein super toller Tag, wahrscheinlich der beste der ganzen Reise. So, wir sind jetzt auf der Fähre. Wasser hinter mir ganz viel. Ja, das ist halt eine Fähre, ne? Und dann sind wir gleich auf der Insel, gehen ein bisschen wandern. Ich weiß nicht, wahrscheinlich eher zum Café gehen und dann sagen, es war wandern, aber ich glaube, das wird halt. Profi, der ich bin, habe natürlich den ganzen Tag keine einzige Aufnahme gemacht, wo ich irgendwas erkläre. Deswegen komme ich jetzt hier mal so aus dem Off ein bisschen reingekrochen und erzähle euch, was passiert ist. Also wir sind eigentlich nur mit der Fähre hingefahren. Nichts Spannendes, nichts Spektakuläres. Haben uns ein bisschen die Insel angeguckt. Und dann gab es Mittagessen. Alles supi. Und nach Mittagessen sind wir dann noch einfach ein bisschen weiter über die Insel spaziert und haben uns so ein bisschen umgeguckt, was es da so gibt. Weil es war einfach eine sehr schöne Insel und es war ein toller Tag. Also wir hatten, ich meine, 20 Grad, Sonnenschein. Es war wirklich super schön draußen. Also ja, und dann haben wir einfach das Wetter ein bisschen genossen. So, wir sind jetzt fertig von der Insel runter und jetzt gehen wir entweder nach Hause oder ins Museum. Also wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause und haben uns noch so eine Dia de Muertos Ausstellung, Feier angeguckt. Ja. Ja, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wieder zurück in Minnesota. Das war wirklich mein Highlight bisher, die Reise nach Seattle. Das war, okay, jetzt nicht vielleicht das Highlight so, aber es war riesig. Es war super toll. Und ich habe davon nicht so viel gehalten von Seattle. Also, ja, das klingt jetzt böse. Ich hatte davor halt nicht so hohe Erwartungen. Aber es ist eine super schöne Stadt. Also wir waren auch im Herbst jetzt so zur perfekten Jahreszeit da, wo die Blätter anfangen zu fallen. Und das war super schön. Also es ist eine erstaunlich bergige Stadt, dafür, dass es halt an der Küste ist. Und ja, das war schön, sehr, sehr schön. Und ja, was gibt's noch zu erzählen? Also wir waren beim Bruder von meiner Gastmutter und der wohnt da seit, ich glaube, 20 Jahren mittlerweile oder so. Das heißt, der kennt sich da gut aus und so. Und der hat uns schön durch die Sachen geführt. Aber trotzdem waren wir in so ein paar Sachen, also auf diesem Tower, wo man oben den Ausblick hatte, diese Plattform,
Die kannte er nicht, da war er noch nie. Und es ist auch so ein Touri-Geheimtipp. Ich habe ihn in 2 Minuten im Internet gefunden, aber es ist trotzdem angeblich ein Geheimtipp. Und dann waren wir noch in dieser Shihuli Glasausstellung. Die war echt toll. Also, wenn man in Seattle ist, finde ich, ist das eine gute Idee, das mal zu machen, weil es ist wirklich total beeindruckend, was man so machen kann mit Glasblasen. Also es ist sehr beeindruckend. Ich glaube, das war jetzt auch genug erzählt, wenn ich mich nicht irre.